Hi, ich bin's wieder, euer Tim. Es passiert zwar jeden Tag und überall auf der Welt, aber trotzdem ist es immer wieder neu ein Wunder. Hier in diesem Stall ist gerade ein Kalb zur Welt gekommen und das will ich euch natürlich zeigen, aber dafür müssen wir ganz leise sein. Das ist ein frisch geborenes Kalb einer schwarzbunten Milchkuh. Es ist von der Geburt noch etwas erschöpft und wackelig auf den Beinen. Aber schon ganz bald kann es aufstehen und herumlaufen. In der Milchviehhaltung bekommen die Kühe etwa einmal im Jahr ein Kalb, damit sie überhaupt Milch geben können. Denn erst nach der Geburt bildet sich in ihrem Euter Milch, die der Landwirt dann melken kann, um sie an eine Molkerei zu verkaufen. Einige Tage vor der Kalbung kommt die Kuh in ein spezielles Abteil für hochtragende Kühe. Hier hat sie eine weiche Unterlage aus Stroh und genügend Platz, um das Kalb in Ruhe zur Welt zu bringen. Meistens werden die Kälber nachts geboren. Am nächsten Morgen trennt der Landwirt das Kalb von seiner Mutter. So gewöhnen sich die beiden nicht zu sehr aneinander. Denn eine spätere Trennung, die wäre für die beiden schmerzhaft. Und das Kalb soll sich natürlich so früh wie möglich an den Landwirt gewöhnen. Direkt nach der Geburt kommen die Kälber deshalb in diese kleinen weißen Höhlen mit Auslauf. Die werden Kälberiglus genannt und hier bleiben die Kälber ungefähr 2 Wochen drin. Hier sind sie bestens versorgt mit allem, was sie brauchen zum Wachsen, zum gesund Großwerden und natürlich auch geschützt vor Kälte, vor Regen und vor Wind. Das Kalb von heute ist die Kuh von morgen. Und die weiblichen Kälber, die behält der Landwirt für seine Herde. Die sollen nicht später auch, klar, Milchkühe werden. Und deshalb kümmert er sich von Anfang an darum, dass es ihnen gut geht und dass sie bestens versorgt sind und gesund groß werden. In so einem Einzeliglu, da hat der Landwirt seine Kälber immer gut im Blick und kann beobachten, ob sie sich gut entwickeln. Das neugeborene Kalb bekommt in den ersten Tagen eine dickflüssige gelbe Milch mit der Flasche. Die wurde von seiner Mutter abgemolken, denn diese sogenannte Biestmilch ist besonders nahrhaft und sie steckt voller Abwehrstoffe für ein gesundes Immunsystem. Danach werden die jungen Kälber für ein paar weitere Tage mit normaler Kuhmilch gefüttert. Im Einzeliglo weiß der Landwirt immer ganz genau, ob das Kalb gesund ist und auch genug trinkt. In den ersten Wochen trinken die jungen Kälber etwa 9 bis 12 Liter Milch am Tag, also diese ganze Menge hier. Aber der Landwirt, der will diese Milch natürlich eigentlich viel lieber selber verkaufen. Deshalb macht er Folgendes: So etwa ab dem 5. Tag stellt er die jungen Kälber auf Milchpulver um. Dieses künstliche Milchpulver wird Milchaustauscher genannt. Es wird mit Wasser verrührt und enthält alles, was das junge Kalb zum Wachsen braucht. Mit der Zeit nehmen die Kälber aber auch immer mehr frisches Wasser, Heu und auch Kraftfutter zu sich. Die männlichen Kälber verkauft der Bauer an andere Landwirte für die Mast. Da sie später keine Milch geben, kann er sie für seinen Milchbetrieb nicht brauchen. Die weiblichen Kälber bringt er nach etwa 2 Wochen von den Einzeliglus in eine sogenannte Gruppenbucht. In der Gruppe lernen sie den Umgang mit den Artgenossen und entwickeln durch viel Bewegung kräftige Muskeln. Der direkte Kontakt untereinander, der stärkt die Immunabwehr und hilft, eine feste Rangordnung auszubilden. Damit der Landwirt seine Kälber nicht verwechselt, bekommt jedes Kalb 2 Ohrmarken, die es sein Leben lang behält. Sie sind wie ein Ausweis und enthalten wichtige Informationen, wie zum Beispiel das Alter oder die Eltern des Kalbs. Zusätzlich trägt jedes Kalb am Halsband einen roten Transponder. Er kontrolliert, wie viel Milchaustauscher jedes Kalb täglich an der automatischen Tränke bekommt. Der Landwirt muss nur ab und zu das Milchpulver nachfüllen. Der Milchaustauscher wird dann immer ganz nach Bedarf frisch für die Kälber angemischt. Bis es etwa 2,5 Monate alt ist, bekommt ein Kalb jeden Tag etwas weniger Milch vom Tränkeautomaten. Zum Ausgleich bekommt es immer mehr festes Kälberfutter, bis es gar keine Milch mehr braucht. Abtränken heißt das in der Fachsprache.
Nach einiger Zeit würden Rindern der Rasse Holstein-Friesien normalerweise Hörner wachsen. Damit sich der Landwirt und die Tiere nicht an den Hörnern verletzen können, züchten heute immer mehr Landwirte genetisch hornlose Rinder. Erkennen kann man sie in diesem Stall an ihrer blauen Ohrmarke. Bei den anderen Kälbern werden die Hornanlagen in der 3. bis 4. Lebenswoche entfernt. Natürlich bekommen sie vorher ein Schlaf- und Schmerzmittel, damit ihnen die Enthornung nicht wehtut. Dann werden die Hornanlagen mit einem heißen Stab verödet. Und am Ende wird alles nochmal desinfiziert. Sobald die größeren Kälber keine Milch und kein Iglu mehr benötigen, bringt sie der Landwirt in ein anderes Stallabteil. In diesen Buchten wird im Fressbereich weniger Stroh eingestreut. Das Ausmisten ist für den Landwirt damit nicht so aufwendig, weil weniger Mist anfällt. Als Futter bekommen die Kälber jetzt eine Mischung aus Grassilage, Maissilage, Heu, Kraftfutter und Mineralfutter. Hier in dieser Bucht, da stehen die ältesten Kälber. Und mit 6 Monaten ziehen sie dann um in den Jungrinderstall. Dort bleiben sie dann so lange, bis sie selbst ein Kalb bekommen und dadurch dann zu Milchkühen werden. Ja, und wie der Jungrinderstall aussieht und was da so alles passiert, das zeige ich euch im nächsten Film.